Das Tutorial soll Sie dabei unterstützen, die Migration durchzuführen. Sie können das Video auf Ihrem PC jederzeit stoppen und den Migrationsprozess Schritt für Schritt durchgehen. Suchen Sie zunächst auf dem Home-Bildschirm den Google Chrome Browser. Öffnen Sie Google Chrome. Drücken Sie rechts oben auf die 3 Punkte. Wählen Sie im Menü den Punkt Lesezeichen. Dort klicken Sie Jammer Migration. Sie werden nun zum Jammer Device Migration Tool weitergeleitet. Hier sehen Sie alle Details auf einen Blick. Falls Ihr Nutzername nicht stimmen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren firmeneigenen Support. Sollte ein Fehler auftreten, können Sie die App über den Pfeil oben rechts jederzeit refreshen. Die Abbildung kann je nach Gerät geringfügig abweichen. Um den Migrationsprozess zu starten, drücken Sie die Option Migration starten. Nach dem Drücken der Schaltfläche wird die Migration automatisch gestartet. Sie brauchen nichts zu tun. Der folgende Prozess wird im Hintergrund ablaufen. Entfernen des Gerätes aus dem bisherigen MDM einschließlich des Entfernens des MDM-Profils vom Gerät, Hinzufügen des Nutzers zum neuen MDM, Hinzufügen des Gerätes zum gerade hinzugefügten Nutzer im neuen MDM. Wenn Sie diesen Bildschirm sehen, drücken Sie bitte noch nicht auf Abschließen, sondern kehren Sie auf den Home-Bildschirm zurück. Suchen Sie die VMware Workspace ONE Hub App. Sie können das Video stoppen, bis Sie diese gefunden haben. Nun sehen Sie Ihre alte Registrierung und das dazugehörige Gerät. Drücken Sie auf Dieses Gerät. Sollten Sie diesen Bildschirm nicht sehen, ist Ihr Gerät bereits aus dem Altsystem entfernt und Sie können direkt in den Google Chrome Browser zurückkehren und Abschließen drücken. Die folgenden Schritte können Sie dann ignorieren. Drücken Sie auf Dieses Gerät. Jetzt sehen Sie weitere Informationen zu Ihrem registrierten Gerät. Wenn Sie scrollen, sehen Sie im unteren Bereich die Schaltfläche Gerät synchronisieren. Drücken Sie darauf. Ihr Gerät wird nun automatisch aus dem Altsystem entfernt und die Hub-App schließt sich selbstständig, nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist. Wechseln Sie nun zurück zu Google Chrome. Drücken Sie bitte jetzt auf die Schaltfläche Abschließen. Dies ist notwendig, damit das Gerät im neuen System registriert werden kann. Nachdem Sie die Schaltfläche gedrückt haben, erscheint ein Anwendungsfenster, in dem Sie entscheiden müssen, mit welchem Programm die App geöffnet werden soll. Wählen Sie hier die Hub-App aus. Danach öffnet sich automatisch die Hub-App. Bitte warten Sie, bis die Anmeldung vollzogen wurde und der Kreis unten rechts sich nicht mehr dreht. Ist der Prozess abgeschlossen, öffnet sich ein neues Fenster. Ihr Token wird nun geprüft und Ihre Registrierung wird durchgeführt. Anschließend werden die Einstellungen Ihres neuen Systems abgerufen. Bitte warten Sie, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist. Innerhalb der App kommen einige Abfragen zum Thema Datenschutz, Datenfreigabe und Mitteilungen. Diese Abfragen müssen Sie bestätigen, da dies Sicherheitsrichtlinien von VMware sind. Beim erstmaligen Öffnen wird Ihnen dann eine Datenschutzseite angezeigt. Bitte klicken Sie auf Ich habe verstanden, um fortzufahren. Die App zeigt Ihnen danach eine Datenfreigabeseite an. Drücken Sie Ich stimme zu, um fortzufahren. Nachdem Sie die Abfragen bestätigt haben, werden Sie darauf hingewiesen, dass ein neues Arbeitsprofil auf Ihrem Gerät installiert wird. Drücken Sie bitte auf Bestätigen. Ihr Arbeitsprofil wird nun erstellt und installiert. Bitte warten Sie, bis dieser Prozess abgeschlossen ist. Ihr neues Arbeitsprofil beinhaltet zum Beispiel Ihre Apps, Ihr Work-Konto, WLAN-Einrichtung und Ihre Unternehmensrichtlinien.
Nachdem alles eingerichtet wurde, sehen Sie nun wieder die Übersichtsseite mit der Meldung, dass Ihr Gerät erfolgreich registriert wurde. Wenn Sie wieder zum Home-Bildschirm wechseln und von unten nach oben wischen, sehen Sie nun am unteren Rand, dass Sie zwischen Ihrem persönlichen und Arbeitsbereich wechseln können. Wenn Sie auf Arbeit klicken, sehen Sie alle dienstlichen Apps. Diese sind mit einem Schlosssymbol gekennzeichnet. Die Apps Ihres Unternehmens werden nun nach und nach installiert. Der Migrationsvorgang ist nun abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch! Beim erstmaligen Öffnen Ihrer E-Mail-Applikation müssen Sie erneut Ihr E-Mail-Passwort eingeben. Dann können Sie alles wie gewohnt nutzen.